Also fast wie, nein, also die Filme wie Armageddon und Deep Impact enthalten eine gewisse Realität. Ja, es ist eine gewisse Wahrheit drin. Was ist mit Filmen wie Hangar 18? Hangar 18, das ist eine sehr wahre Geschichte. Ich habe da lange nichts von gehört, aber es ist eine wahre Geschichte. Es wurde Hangar 18, als sie das Gebiet vergrößerten. Es hatte vorher eine andere Bestimmung. Also in Science-Fiction-Filmen findet man eine Menge Wahrheit. Ja, das Lustige ist zum Beispiel, wie heißt es da noch, unheimliche Begegnungen der dritten Art. Das habe ich selber erlebt. Eine UFO-Landung? Nun erinnern Sie sich an die Stelle, wo das Auto von ihm durchgeschüttelt wurde. Das passierte mir. Ich hatte ein UFO über mir und das Auto zitterte und ich zitterte und all das. Ich arbeitete mit einer UFO-Gruppe in Arizona zusammen. Aber ich will sagen, dass alle diese Filme dazu da sind, Sie und mich zu unterrichten. Also, wenn Sie eines Tages die Wahrheit bekannt geben, was ich denke, dass Sie es bald tun werden, dann würden Sie vielleicht sagen, warum um alles in der Welt habt ihr uns das nicht gesagt? Und Sie werden dann sagen, doch, wir haben es euch gesagt in den Filmen. And they'll say, oh, we did, We gave it to you in movies. Sie haben sich sicher Sorgen gemacht, wie die Menschen darauf reagieren würden. Und dieses Hörspiel von Orson Welles, Krieg der Welten, war das ein Teil davon? Ja, das war der Grund für die Geheimhaltung. Weil Sie merkten, die Leute reagierten mit Panik? Genau. Und Sie gründeten dann große geheime Organisationen. Ja, es wurde zu einer Zwickmühle, ein Catch-22. Und heute ist es also schwer, diese Geheimhaltung zu durchbrechen? Ja, es gibt noch viele andere Beispiele für UFO-Bergungen. Zum Beispiel gab es eine in der Wüste Kalahari in Südafrika. Und die Südafrikaner hatten Laser und sie hatten Meser. Das ist eine Weiterentwicklung des Laser. Und sie brachten damit ein UFO runter. Es stürzte in der Kalahari ab. Ja, haben denn die Amerikaner auch diese Maserwaffe? Oh ja. Und also sie schossen eins ab und was passierte dann? Also sie schossen eins ab und dann sagten sie, oh je, was machen wir jetzt damit? Und sie riefen die Amis und sagten, würdet ihr kommen und es bergen? Und die Amerikaner sagten, ja. Und sie taten es und sie wussten, wie man damit umgeht. Und sie flogen das UFO rüber. Sie reparierten das Schiff. Und es war ein Überlebender dabei. Er hatte die anderen Leichen selber draußen hingelegt. Und ein Doktor ging zu ihm und sie haben nur 4 Finger. Sie haben lange Nägel, fast wie die Krallen einer Katze oder so. Und der kleine Außerirdische war verletzt. Und der Doktor ging zu ihm und wollte ihn behandeln und berührte ihn. Und der E.T. kratzte ihm mit den Krallen das Gesicht auf. Es war sehr dramatisch. Der Außerirdische starb später. Er war verletzt, genau wie bei dem Roswell-Unfall. Yeah, and so they repaired the ship, and now there was one live body still alive, and he had the other bodies laid out in the shadow of the craft itself. And one of the doctors went up to him, and of course, many times they only have 4 fingers. But they have long nails, almost like toes on a cat or something like that, And the little fellow was injured, so the doctor went up to him and wanted to treat him, and he touched him, and the E.T. came up with his hand, just took his whole side of his face. And, so it was very dramatic. War das dann die gleiche Rasse? Das kann ich nicht genau sagen, ich weiß es nicht. Ich habe kein Foto davon gesehen. Ich kenne nur den Hergang. In meinem Buch, wenn Sie das Buch Der Armstrong Report gelesen haben, schreibe ich, dass 1961 die Amerikaner ein Raumschiff hatten, das von einer Luftwaffenbasis startete und in weniger als 1,5 Stunden hinter dem Mond war und auf dem Mond auf dem Weg zum Mars. Das war 1961. Und sogar davor haben wir schon Flüge zum Mars gemacht. Das Schiff konnte schneller als 300.000 Meilen pro Stunde fliegen. Es ist natürlich noch lange nicht die Lichtgeschwindigkeit. Aber das war 1961. Und so können Sie sich vielleicht vorstellen, was Sie heute haben. 300,000 miles per hour. That's fast. Yes, it is. That's more than, is that light speed or more? No. Yeah, light speed is 186,000 per second.
Oh, I see. So Okay. it's not as fast as the speed of light, But it just, now that's 61. That gives you some idea of what the United States had at that time. You can imagine what they have today, And of course, they learned a lot from the Zeta Reticuli Grays, That was part of the bargain. Sie haben natürlich viel von den Grauen von Zeta Reticuli gelernt. Es war ein Teil der Abmachung. Wenn wir ihnen erlauben, dass sie Menschen entführen für experimentelle Zwecke, dann würden sie uns Technologien geben. Ja, aber diese Grauen waren ja nicht diejenigen, die in Roswell abgestürzt sind. Wie kamen Sie mit diesen in Kontakt? Nein, die Grauen landeten in der Nähe von Washington, D.C. und kontaktierten den Präsidenten. War das zu der Zeit in Roswell? Das wird ja oft damit verwechselt. Es war während der Präsidentschaft von Truman und später von Eisenhower. Truman war der Erste, den sie ansprachen. Die Zeitungen und das Fernsehen haben damals darüber berichtet. Eine ganze Flotte von UFOs flog damals über Washington, 24 Stunden lang. Ja, es gibt ja dieses Bild, wo man die Lichter über dem Kapitol sieht. Ja, und über dem Weißen Haus. Das sind keine Fälschungen, das passierte wirklich. Und dann teilten sie dem Weißen Haus telepathisch mit, dass sie treffen wollten. Und sie sagten ihnen, wo. Und Truman ging hin, zusammen mit Forrester, und er war der Staatssekretär. Und sie trafen sich. Und sie sahen das Schiff der Außerirdischen. Und sie sagten sich nun, sie sind technisch sehr viel weiter fortgeschritten als wir, also können wir nur Zeit schinden. Es hat 50 Jahre gedauert, bis wir ihnen Widerstand leisten konnten und ihnen zu sagen, dass sie nach Hause gehen sollten, was sie auch getan haben. Sie waren in Area 51. Ja, aber sie entführten eine ganze Menge Menschen. Oh ja. Aber das hat inzwischen aufgehört, oder? Nun, ich bekomme keine Berichte mehr, dass sie noch Leute entführen. Aber es gibt noch eine andere Rasse auf der Erde, die die Erde übernehmen will. Und das ist eine reptilienartige Rasse. Und ich weiß, dass sie hier sind, weil ein Bekannter in Hamburg, mit dem ich gearbeitet habe, also ich weiß den Namen nicht mehr, aber ich hatte einen Vortrag auf einem Kongress und er hatte Studenten angeheuert, um nach dem Vortrag alles abzubauen. Jedenfalls stand er da und sah zu, wie die Leute die Geräte abbauten. Und auf einmal drehte sich ein junger Mann, der offensichtlich ein Student war, zu ihm um und sah ihn an. Und er ließ sein menschliches Gesicht verschwinden. Und da stand ein Reptil. Und er war zu Tode erschrocken. Und er rief mich am nächsten Morgen an und sagte, Virgil, ich habe dir was zu erzählen. Und er sagte, was passierte. Und dass das Gesicht dann wieder die menschliche Form annahm. Was her name. Anyhow, after the show, he would hire college students to break it down for him, and box it up and everything so that, I don't know what he did with it, but I guess he rented that equipment and had to return it. But he was standing there and he was watching these people break the equipment down. And all of a sudden, one of the young men, who ostensibly was a college student, turned around and looked at him, and when he did, he dropped the face of the human being, and there stood a reptile. And he was scared witless, believe me. I can imagine that. And of course, he called me early the next morning. He said, Virgil, I got to talk to you. And then he told me what happened. And then the face went back up, and the individual was strictly human again. Also das ist ein Trick, eine Illusion oder was? Wo kommen Sie dann her? Aus dem Sternbild des Drachen. Das ist weit draußen. Sie möchten den Planeten übernehmen. Also Sie haben die Fähigkeit, Ihr Aussehen zu verändern? Ja, ja. Aber Sie sind wirklich Reptilien. Aber Ihnen wurde auch gesagt, dass Sie hier verschwinden müssten bis zum Jahre 2000. Von wem? Von den guten Außerirdischen, also von Sirius, Andromeda und von den Plejaden. Es gibt also gute Kräfte. Sie schützen die Erde? Arbeiten die mit der Regierung zusammen? Nein, die glauben nicht an ihre Regierung. Ihre Regierung oder meine, die Grauen von Zeta Reticuli, arbeiten mit der Regierung zusammen, aber die waren nicht positiv. Und die Reptilien sind negativ. Aber es gibt gute Kräfte, die Haunebu-Leute eingeschlossen, die gute Dinge auf dem Planeten tun, um uns zu helfen und zu schützen. Ein einfaches Beispiel. Nehmen Sie den Reaktor in Tschernobyl.
er ist so instabil. Aber das sind viele andere Reaktoren. Including the Hanabu people, who are doing good things on the planet to help us and to protect us, really. And